Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns? 2025, dieses Jahr, das so voller Hoffnung begann, endete wie die Jahre vor ihm in einer Katastrophe für hunderte Millionen unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Eingesperrt, gemästet, drangsaliert, bei vollem Bewusstsein getötet, in ihren eigenen Lebensräumen nicht mehr sicher, sind sie trivialen Bedürfnissen zum Opfer gefallen. Die Überwindung des Tierkonsums ist eine ethische, politische, soziale und ökonomische Jahrhundertaufgabe. Sie ist eine permanente historische Krise, die allen viel und manchen zu viel auferlegt hat. Ich weiß, dass es ungeheures Vertrauen und Geduld von Ihnen verlangt hat und weiter verlangt, sich auf diesen historischen Kraftakt einzulassen. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Am Ende dieses atemlosen Jahres heißt es auch einmal, innezuhalten und zu trauern. Wir dürfen als Gesellschaft nicht vergessen, wie viele unschuldige Individuen leiden und sterben mussten. Diese geschundenen Kreaturen, die jetzt möglicherweise auf ihrem Teller liegen, ihren Körper wärmen oder eingesperrt in Käfigen und Zwingern verbringen. Ich kann ihren Schmerz nicht lindern, aber ich denke an sie, gerade auch heute Abend. Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für diejenigen, die wegen ihres Geschmacks, ihrer Haut und ihres Unterhaltungswerts interniert werden, wenn von einigen Unverbesserlichen der Tierkonsum zur Alternativlosigkeit erklärt und seine Ungerechtigkeit geleugnet wird. Der Tierkonsum ist nicht nur eine lebensverneinende Ideologie, er ist auch zynisch und grausam unseren Brüdern und Schwestern gegenüber. Unzählige Menschen haben dazu beigetragen, dass wir trotz dieser Grausamkeiten nicht den Mut verlieren. Ich bin immer wieder dankbar dafür, mit wie viel Kraft, Disziplin und Solidarität Aktive auf der Straße, in den sozialen Medien, in Parlamenten und in Büchern auf das Leiden unserer nichtmenschlichen Kameradinnen und Kameraden hinweisen. Darin drückt sich für mich aus, was ein Leben in einer tierfreundlichen Gesellschaft erst möglich macht: Rücksichtnahme auf andere. Die Einsicht, sich selbst auch einmal zurückzunehmen, das Bewusstsein von Gemeinsinn, die Erinnerung an Leiden und Gerechtigkeit, die wir alle tief eingebrannt in uns tragen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lassen Sie sich nicht durch das abstrakte Wort Freiheit imponieren. Freiheit wessen? Es bedeutet nicht die Freiheit eines einzelnen Individuums gegenüber einem anderen Individuum. Es bedeutet die Freiheit, welche Tierkonsumierende beanspruchen, um Schweine, Rinder, Schafe, Meerschweinchen, Forellen, Rehe, Wildschweine, Hühner, Hunde, Katzen, Elefanten, Affen und Bienen zu unterwerfen und auszubeuten. Doch Freiheit, da bin ich mir sicher, braucht Mut, sich auf bislang Unbekanntes einzulassen. Vor allem aber braucht es Wahrhaftigkeit gegenüber anderen und, vielleicht am wichtigsten, gegenüber sich selbst. Zur Freiheit gehört auch, immer wieder loslassen zu müssen und auch loslassen zu dürfen. Freiheit ist keine echte Freiheit, wenn sie nicht auch unsere tierlichen Brüder und Schwestern einschließt. Was lässt mich hoffen? Auch 2025 ist die Zahl derjenigen gestiegen, die vegan leben. Erstmals ist ein veganer Einkaufskorb im Durchschnitt billiger als ein unveganer. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema Veganismus nehmen stark zu. Lobbyverbände sehen sich gezwungen, vegane Produktbezeichnungen verbieten zu wollen. Wer Tiere konsumiert, muss sich rechtfertigen. Schlachtbetriebe klagen ehrenwerte Tierrechtler und Tierrechtlerinnen an, die die Realität der Schlachtanlagen dokumentieren. Das alles zeigt, der Veganismus ist eine Gefahr für manche. Deshalb bekämpfen sie ihn und seine Vertreterinnen und Vertreter. Doch auch die vermeintlich kleinen Handlungen machen mir Mut und stimmen mich zuversichtlich. Immer mehr Jugendliche leben vegan. Aktive stehen auf Straßen und verbreiten noch bei Eiseskälte die frohe Botschaft des Veganismus. Ehrenamtliche kümmern sich um Tauben, gerettete Schweine, Hühner, Rinder, Straßenhunde und Katzen. Engagierte Menschen produzieren, liken, teilen oder kommentieren vegane Inhalte auf YouTube, Instagram und TikTok. Und auch in Politik und Wirtschaft ist längst angekommen, dass Veganismus und Tierrechte keine vorübergehende Mode sind, sondern fester Bestandteil einer emanzipierten Zukunft.
Die Aufgaben, vor die der Tierkonsum uns stellt, bleiben gewaltig. Bei vielen Gewerbetreibenden, aktiven Landwirtinnen und Jägern herrschen Unsicherheit, ja Existenzangst. Die vegane Bewegung lässt sie nicht alleine. Wir erarbeiten Konzepte, wie der Ausstieg aus der tierausbeutenden Industrie gelingen kann. Wir betreiben Politik, die Menschen und andere Tiere gleichermaßen berücksichtigt und nicht die Interessen der einen gegen die Interessen der anderen ausspielt. Ist also auch im neuen Jahr alles Tierkonsum? Nein. Und das war es auch im alten nicht. Nicht erst seit Beginn der Tierausbeutung verändert sich die Welt, in der wir leben, rasant und grundlegend. Umso wichtiger ist es, dass wir alle mit unserer Kraft und Kreativität mutige Ideen für die Zukunft entwickeln, dass unser Wirtschaften, unsere Mobilität, unser Leben tierfreundlich werden, dass alle menschlichen und nichtmenschlichen Tiere von gleichwertigen Lebensverhältnissen und echter Gerechtigkeit profitieren können. Diese Tage und Wochen, da gibt es nichts zu beschönigen, sind schwere Zeiten für uns alle. Doch so muss es nicht bleiben. Der Tierkonsum ist nicht alternativlos. Wir können und wir müssen ihn überwinden. Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen, wie wir ihn überwinden. Als Ideologie ist er hart und kalt. Aber wir schaffen das. Wir wissen ja, was wir dem Tierkonsum entgegensetzen können. Vegan leben, Schlachthäuser, Mastanlagen und Käfige abreißen, Soja, Lupinen und Erbsen anpflanzen. Bereits jetzt stammen 80% aller globalen Kalorien aus Pflanzen. Warum nicht auch noch die restlichen 20% zum Wohle der Tiere aktivieren? Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. Niemals habe ich mich als veganen Papst gesehen. Diese Bürde wurde mir auferlegt. Und niemals war es mein Schicksal, vegan zu leben. Ich habe früher selbst dem Tierkonsum gefrönt und Veganerinnen und Veganer verspottet. Doch wenn ich den Tierkonsum überwinden kann, dann können es alle. Und so wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren menschlichen und nichtmenschlichen Freundinnen und Freunden von Herzen Gesundheit, Empathie und tierethische Erleuchtung für das neue Jahr 2026.